Ja, moin Freunde, zum nächsten Part unserer Tutorial-Serie. So, unser Schiebetor ist soweit eigentlich fertig. In diesem Part möchte ich euch zeigen, wie ihr Modelle, die ihr selber modelliert habt, Projekte, je nachdem, egal was es auch immer ist, in anderen Blender-Projekten einzubetten, also Append. Vielleicht kennen das einige ja oder einige nicht, ja. Und das werden wir jetzt in diesem Part machen. Ja, auf geht's. Für unsere Objekte werden wir polyheaven.com benutzen. Das ist ja eine Webseite mit sehr vielen Assets. Da gibt es Texturen, da gibt es HDRIs und wie gesagt, Modelle von Leuten, die da das freigegeben haben, um das runterzuladen, um das auch zu nutzen. Ja, und das will ich euch jetzt mal zeigen. So, polyheaven.com. Das ist von Rob Title eine Webseite mit viel gesponserten kreativen Menschen, die hier ihre Werke zeigen und Leute da hier, wie gesagt, da mitwirken. Und wie gesagt, es ist wirklich eine tolle Webseite und die Projekte, die sie hier zeigen, das ist echt der Wahnsinn. So, und für unsere Geschichte ist jetzt wichtig, dass wir hier oben auf Assets gehen. So, und unter Assets findet ihr HDRIs, ja, die Environment Maps, Texturen und Modelle. So, wir klicken auf Modelle. Sobald wir das gemacht haben, erscheint auf der Webseite sozusagen hier alles Mögliche von Modellen und Objekten, die hier eigentlich zur Verfügung stehen. So, und wir werden in diesem Part einige Modelle hier nutzen, zum Beispiel diesen Stuhl, der gefällt mir, den wir vielleicht im Raum hinstellen können. Hier ist noch ein Regal, hier ist so ein Metallkasten für Werkzeuge, Kartons, ja. Eventuell nehme ich sogar noch so einen Ball mit. So, wie machen wir das eigentlich? So, wir klicken zum Beispiel diesen Karton hier. So, sobald wir den Karton geklickt haben, seht ihr nochmal unten ein paar Bilder und die Maps, die hier eingesetzt wurden für diesen Objekt. So, da habt ihr rechts oben, wie gesagt, die Möglichkeit, auf den Download-Button zu klicken. Da steht auch die Größe, 3,5 MB. Und hier erscheint, in welcher Art ihr das runterladen wollt. Ja? Ihr könnt es auch direkt per FBX runterladen, aber ich mache das gerne über Blend-Datei. So, wenn ihr diese Blend-Datei runtergeladen habt, ja, könnt ihr das per Append im Blender in euer Blender-Projekt einbinden. Und auf der linken Seite hier ist die Auflösung, ja, wie stark die Auflösung ist. So, wenn wir hier auf 2K drücken würden, ist klar, ist die Texturen größer, ne, vom Pixel her und dementsprechend auch die Dateigröße. Ja? Und 4K gibt es auch noch. Aber wie gesagt, für unsere Zwecke reicht 1K. Ja, dann klickt ihr einfach hier drauf und dann lädt ihr das runter. Das ist als ZIP-Datei, wird das runtergeladen, dann müsst ihr es einfach entpacken. Ja, und dann geht es dann weiter, nach dem Entpacken fügen wir per Append, wie gesagt, das im Blender ein. So, und dafür werde ich hier einige Objekte nutzen. Ihr könnt euch schon mal die Sachen runterladen, die ihr haben wollt. Ich werde hier auch, wie gesagt, einige Sachen runterladen. Diese Spraydosen, ja, oder solchen Kanister. So, hier ist einiges drin. Sucht euch was aus, was euch gefällt. Ja, und dann sehen wir uns ja gleich. So, wenn wir jetzt einige Modelle jetzt heruntergeladen haben und ihr auch und das entpackt, dann entstehen ja diese Ordner. Ne? Diese Ordner habt ihr jetzt bei euch auch. So, wir fangen mal einfach, hier habe ich auch ein Barrel, da habe ich noch so einen Kanister gefunden in Blau. So, das ist die Blend-Datei. Ich öffne die Blend-Datei. Ihr müsst das so vorstellen, dass einer einfach diese Tonne modelliert hat, wie wir jetzt unsere Fabrik. So, und der hat eine Kollektion erstellt oder hat keine erstellt. So, und deswegen müssen wir jetzt gucken, wenn wir die Blend-Datei geöffnet haben, wir gehen hier auf Object, das sind dann diese Sachen, ja, und wenn es eine Kollektion ist und die Sachen sind alle da drin, dann können wir auch Kollektion nehmen. Wir gehen erstmal auf Object, schauen das mal an, aha, es ist nur eine Datei.
Also eine Mesh, nur ein Mesh. Ja? Und deswegen brauchen wir die Kollektion dann nicht. Da können wir direkt eigentlich adden. Aber bevor wir jetzt damit starten, möchte ich das auch wieder unterteilen. Ich gehe hier auf Hauptkollektion, Fabrikgebäude, New und tippe auch genau das ein, Polyhaven Models. So, nachdem ich das gemacht habe, File, Append, so, Models, den Barrel und dann auf Object und jetzt Append. So, jetzt haben wir die Tonne hier und wir können die beliebig jetzt reinschieben. So, ich habe hier eine hier, das sind ja unsere, aber die gefällt mir natürlich auch. So, die schiebe ich mal so hier rüber. Ja. Ich glaube hier an die Wand. Hier können auch welche hin. So ganz einfach locker hinstellen. So, übrigens, das ist eine, wie gesagt, eine blaue und der hat natürlich dementsprechend eine ganz andere Textur genommen und das ist wahrscheinlich wirklich eine richtige Textur, die er später bearbeitet hat. Ja, ihr müsst es so vorstellen, hier, das ist wahrscheinlich wirklich ein Deckel und der hat die Fotos gemacht von der Tonne und dementsprechend als Textur abgelegt. Okay, gut. Ja, jetzt habe ich hier eine stehen und ja, mit Alt D dupliziere ich das. Das ist jetzt die reine Kopie davon. Ja, so, die stelle ich mal daneben. Rotiere das mal ein bisschen, muss nicht alles gleich sein. Und noch einen. So. Genau. So, und jetzt noch einen und den packe ich mal nach oben. So, ich schiebe das mal so mittig hin. Ja, ein bisschen höher. Genau. Okay. Gut, gut, gut. Jetzt nehme ich mal diese drei hier. Alt D und schiebe die mal dort in die Ecke. So. Okay. Und den schiebe ich mal ein bisschen hier rüber. So. Dreh den mal. So. Ja, die drehen sich jetzt natürlich in sich ineinander. Ja. So, das kennen wir schon bereits. Oben ist immer noch Individual Origins eingestellt. Wir gehen jetzt auf Media Point nochmal und drehen das komplett. So, gut. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir unsere Fantasie mal ein bisschen durchsetzen und ich sage einfach mal, dass dieser hier, genau, dass dieser hier gekippt ist. So nach hinten. So, und schieb den mal, ne? So. Schön an der Wand und den dorthin. Genau. Genau. Das sieht ja auch nicht schlecht aus, finde ich. So, den schiebe ich mal ein bisschen hier rüber und dann da unter. Und ein bisschen mehr. So. Sieht auch nicht schlecht aus. Okay. Weiter geht's. Ich nehme diese beiden nochmal. Schiebe die mal auch hier hin. So. Und den hier. So. Der fällt mal runter. Genau. So. Ganz vorsichtig, damit das ungefähr passt. Genau, den drehen wir nochmal so und schieben wir mal hier hin. Der lag wahrscheinlich auch schon mal einmal oben drauf und ist einfach nur runtergefahren. Okay. So. Gut, das war's erstmal. Jetzt holen wir unseren nächsten. Jetzt haben wir unsere Tonnen hier einfach so verteilt unter Models und hier geht es genauso. Schön alles in Ordnung bringen.
So, Barrel. So, und diese packen wir jetzt hier hinein. Alles klar. Gut, weiter geht's. Wir klicken wieder die Kollektion, Polyhedron, File, Append. Jetzt wieder zurück, zurück, zurück. So, jetzt haben wir hier Bench Weiß. Was ist das denn? Das ist ein Schraubstock. Ja, den nehmen wir nachher. Ich habe gesagt, wenn wir mal einen Tisch haben, hier haben wir eine Zange. Aha. Das müsste eine Dose gewesen sein. So, dann gehen wir auf Object. Auch, es ist nur ein Mesh. Obwohl, wir können auch die Kollektion nehmen. Dann ist der Ordner gleich mit drin. Ja, gut. Und rein, genau. Und schon haben wir das auch mit der Kollektion. Ja? Super. Und dann schauen wir uns das mal an, wo der ist. Die landen eigentlich immer im Mittelpunkt. Ja, so wie das auch bei deren im Projekt gespeichert war. Gut, den schieben wir jetzt dorthin und setzen das mal in die Mitte. So, ja, perfekt. So, die Dose, die packe ich hier auf eine Tonne drauf. So. Unten, damit es schön eben passt. Genau. Alt D, duplizieren, rotieren, so, ein bisschen nach hinten vielleicht, so, genau. Ja, Leute, und so geht es weiter und ich hoffe, ihr habt auch jede Menge Modelle runtergeladen und ja, und ich befülle jetzt einfach mit meinen Modellen meine Halle. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier den Fußball sozusagen und hier ist der Stuhl, den ich gesagt habe. Die lade ich jetzt alle runter und setze sie ein und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, bis gleich. Ja Leute, ich bin fertig. Ich habe hier eigene Objekte hier reingesetzt. So, Kartons da oben, eine Leiter und im Raum habe ich noch 2 Stühle hingepackt. Und der eine Stuhl, da habe ich das Ding ein bisschen auseinandergenommen. Und ja, den Kissen liegt auf dem Boden. Hier ist ein Regal, der umgekippt ist. Ein Holztisch. Ja, so habe ich das jetzt umgestaltet. Genau, und eine Sache wollte ich noch machen. Ich finde, dass ich die Paletten, ich habe hier einige Paletten hier noch umgestapelt hier, mehrere. Ihr könnt natürlich auch welche machen, hier oder da, wo ihr wollt. Denkt nur an euren Arbeitsspeicher. Ich liege jetzt schon auf 3,4 GB. Ich möchte 4-5 Paletten jetzt nehmen, die möchte ich auf dem Boden verteilen. So, um das noch realistischer aussehen zu lassen, möchte ich das aber mit einem Physik erstellen, die Paletten, dass die von oben einfach runterfallen und aufprallen und auf dem Boden verteilen. Das ist das, was wir jetzt machen wollen. So, okay. So, wir nehmen jetzt 1, 2, 3, 5 Stück. Ja, ihr könnt auch 3 oder 2 nehmen oder 10. Shift D, wir duplizieren das jetzt. Ja. So. Na. Schieben das mal hier rüber. Jetzt müssen wir uns nur entscheiden, wo die Paletten liegen sollen. Ich sage, ja, irgendwo in der Mitte. Ist ja Platz genug. Genau. Gut, dann nehmen wir den einen hier. Den schieben wir hoch. Den schieben wir hier hin. Den dahin. Den packen wir nach unten. Den so. Hauptsache, die haben mit Abstand zueinander. Ja? Genau. So, wenn wir diese Paletten jetzt haben, möchte ich zum Beispiel jede einzelne nochmal so drehen. Ja? Den so, so, den leicht so, den in eine andere Richtung, ein bisschen tiefer und den hochkantig. Ja, weil der Grund ist der, wenn ihr das Objekt, und das ist auch schöne Palette, diese Form, so eine rechteckige Form, wenn jedes Teil seine eigene Position hat, so wie die jetzt liegt, die würde natürlich mit der Ecke aufprallen,
prallt er wahrscheinlich in die Richtung. Und wenn die jetzt seitlich auffällt, dann prallt die wahrscheinlich in die Richtung. Beispiel, ja. Und deswegen habe ich die alle so untereinander mal unterschiedlich gedreht, damit die nachher unterschiedlich auf dem Boden liegen, ja. So, ich habe hier schon den Physik hier angeklickt. Das ist der Bereich Physik, ja. So, und ich möchte einfach mal, wir fangen mal mit dieser Palette nur an, diese Palette, und wir arbeiten mit Rigid Body, so heißt dieses Physik. So, und wenn ihr das eingeschaltet habt, fragt er hier jetzt zum Beispiel den Typen. So, der Typ ist jetzt aktiv. Ich möchte einen aktiven Body haben. Das ist dieser hier. Der soll aktiv sein. Genau, aktiv bedeutet einfach, welches Body ist es, der jetzt ja, runterfahren soll. Ja? So, wie schwer ist so eine Palette? Keine Ahnung, ich habe es jetzt auch nicht im Kopf, aber 10 Kilo bestimmt, oder? So, oder vielleicht mehr. Gut, wenn wir das gemacht haben, muss er ja auf den Boden prallen. Ja? So, dann gehen wir und ihr seht schon, ich habe den schon angeklickt. Ihr klickt das nochmal an. So, jetzt habe ich den Boden mit Rigid Body angewählt. So, und den ändern wir auf passiv. Ja, so. Gut. Jetzt müssen wir aufpassen. Timeleiste. Nur zur Info, ich hatte mal ein paar Einstellungen gemacht. Da hatte ich den auf 20 gehabt. So, dann fängt er ab 20 an. Dann funktioniert das nicht. Ja, wenn ich auf Play drücke, fällt nichts runter. Bei solchen Geschichten, Physik oder Animation, solltet ihr immer auf 1 wieder stellen. Ja, weil er ab 1 anfängt zu rechnen. Gut, wenn wir jetzt auf Play drücken, boom, liegt auf dem Boden. So, wenn wir das mal anschauen, genau, ja, das passt. Okay, gut, jetzt ist die Sache, wir gehen nochmal zurück. Jetzt müssen wir jeden einzelnen mit Rigid Body anwählen. Immer darauf achten, dass aktiv steht. Und ich wähle mal die Gewichte unterschiedlich mal an. Je leichter die Palette ist, desto prallt er ab und fällt noch weiter weg, weil er leichter eben ist. Ne? So, deswegen gehe ich mal hier rauf und den mache ich mal 6 Kilo. So, habe ich jetzt alle? Ja. So. Action. Jo. Okay. Ja, aber die liegen alle sozusagen mit der oberen, mit dem Kopf sozusagen nach oben. Ich hätte gerne gewünscht, dass die eine umgedreht ist. Das bedeutet, ich wähle jetzt zum Beispiel den hier. So. Und drehe den mal direkt flach. Umgekehrt. Und den hier auch. Den hier auch. So. So. Könnte klappen. Könnte klappen. Na. So. Und Play. Ja, das sieht ja schon gut aus. Das sieht ja schon gut aus. So, jetzt müsst ihr... Ich schieb nochmal. Ich will noch was verändern. Ich bewege den mal so. Und nochmal. Jawohl, das wollte ich erreichen. Also, jetzt habe ich diese Palette, die schräg anliegt. Perfekt. So, das war mein Zweck. Okay, das ist ja ein Physik. Physik bedeutet ja, du hast jetzt eine Physik bei diesen Elementen angewendet. Und ich möchte, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, gehen die wieder nach oben. Ja? Und wenn ich Play drücke, so, dann bleibt das da. Gut, aber jetzt gehen wir davon aus, ich möchte hier eine Animation starten. Eine Szene. Ja, dann ist dann natürlich die Zeitleiste läuft dann ab. So, wenn ich jetzt gerade hier eine Kamera laufen lassen würde, eine Szene, dann ist die da oben und in dem Moment fallen die Paletten sozusagen runter. Dann sieht das irgendwie blöd aus. Nicht wahr? Ja. Gut.
wie machen wir das, dass die Paletten jetzt so bleiben, wie sie sind? So, da gibt es einfach einen Trick. Ihr wählt jetzt alle mal aus. Ja. So, und ihr müsst nur auf der Zeitleiste die Position wählen, wie ihr das haben wollt. Ja. Das ist das Wichtige. Ich gehe mal auf 70, so 65. Hauptsache, die liegen jetzt so, wie sie jetzt sind. So, jetzt haben wir diese Position angewählt. Ja. So, und jetzt drücken wir auf der Tastatur F3. Ja. Und tippen hier Apply. Genau. Apply. Wir möchten die Transformation applyen. Und ihr müsst darauf aufpassen, dass hier davor der Ricket Body steht. Ja? So, hier steht Object Ricket Body Apply Transformation. Ja? So, darauf haben wir jetzt einmal geklickt. Wir haben die Transformation übernommen. Das heißt aber noch nicht, dass die Animation, die ist immer noch da. Ja? Das ist ja ein Ricket Body. So, und jetzt möchten wir das Ricket Body, ja, das ist ein Ricket Body Word eigentlich, das müsste hier gewesen sein, hier, Ricket Body Word. So, und da ist und da müssen wir einfach dieses Ricket Body Physik aus diesen Paletten entfernen. So, wir bleiben auf diese Position und gehen nochmal auf F3, tippen Remove. Jetzt suchen wir Ricket Body, da ist er gleich der erste. Und wenn wir hier drauf drücken, dann seht ihr diese farbige Leiste nicht mehr. Das war der Cache. Ja? Und schon liegen die Paletten da, wo sie bleiben sollen. Alles klar. Gut. So, dann haben wir das auch erreicht. Und das könnt ihr auch mit den Kartons machen oder mit den Tonnen. Ja? Jetzt habt ihr einen Trick. Was ihr jetzt damit veranstalten könnt, ist es euch überlassen. So, und dann geht es dann weiter. So, als nächstes nehme ich jetzt noch eine Palette, die obere gleich die hier. Mit Shift D dupliziere ich die und schiebe die mal hierher. Genau. So. Ich rotiere die auf der X-Achse und packe die einfach mal hier rauf. So, wir schieben die mal ein bisschen an die Wand. Schauen uns das mal an. Bisschen zurück. Genau. Ja. GZ, bisschen hoch. Ne? So. Ja, passt schon. Passt schon. Genau. So, hier ist eine Palette so leicht angelehnt, ja. Ja. Und hier genauso. Hier werde ich mal dieses Stück Brett hier und genau, die lösche ich. So eine schöne kaputte Palette hier und diese beiden Klötze. Ja. Dann nehme ich die noch und drehe die jetzt einfach in der lokalen Ansicht, also dem von dem Brett, RZ, so ungefähr und genau, und schiebe die mal ein bisschen weiter auseinander. So, genau. Ja, super. Okay, gut. Dann nehme ich diese hier, die liegt ja schon auf dem Boden, schiebe die mal hier rüber, genau, drehe die mal ein bisschen um, ja, okay, hier genauso, dann nehme ich diesen Klotz hier mal weg, genau, so.
ja, ihr müsst ein bisschen eurer Fantasie freien Lauf lassen, ja. Und einfach mal hier mal, da mal was machen, damit es auch wirklich wie eine verlassene Fabrik aussieht. Und da muss alles ein bisschen kaputt und rumliegen, ne? Genau. Okay. Ja, alles klar, soweit, so gut. Gut, ich will diesen Tutorial nicht jetzt mit komplett jetzt mit solchen Sachen noch auffüllen. Also wir müssen ja langsam auch die Wände durchbrechen. Das werden wir jetzt im nächsten Part machen. Hier ging es in diesem Part nur darum, wie wir jetzt Objekte einbinden können. Ja, das habe ich euch ja gezeigt. Und noch, wie ihr Sachen verteilen könnt, wie dieses Ricket Body. Das habe ich euch nochmal gezeigt. Ja, und dass man, wie gesagt, dass man die Sachen noch ändern kann. Ja, also dass man noch weitere Objekte von anderen Seiten könnt ihr auch runterladen. Ja, ihr könnt ja, es gibt ja einige Seiten, wo es Free Models gibt. Ja, die könnt ihr natürlich auch nutzen. Jede Menge. Es gibt jede Menge Blender-Dateien, Modelle, und wenn ihr die runterlädt, könnt ihr es über Applet einbeziehen und in Edit-Modus auch ändern, wie ich das eine Stuhl da gemacht habe. Da wo der ganze Dings fehlt. Hier. Na, da. So, das war ja das fertige Modell und da habe ich in Edit-Modus einfach die Stühle, die Füße da einfach nur gelöscht. Ne? Das könnt ihr auch machen. Genau, okay, das war es jetzt von diesem Part. Und im nächsten Part werden wir anfangen jetzt wirklich mit dem Mauerdurchbrechen. Ja, ich bedanke mich fürs Anschauen und wir sehen uns. Ciao.